Historische Gebäude, Staumauern oder auch Brücken. Bei jedem Bauwerk können im Laufe der Jahre Risse entstehen. Viele Gebäude werden deshalb regelmäßig kontrolliert, um Schäden rechtzeitig zu erkennen. Ein junges Unternehmen aus Herzogenburg im Bezirk St. Pölten will genau das einfacher machen. Mittels spezieller Sensoren sollen selbst kleine Schäden automatisch erkannt werden. Thomas Puchinger hat sich das für Im Fokus näher angesehen. Die Hangbrücke Limberg-Maissau an der Grenze zwischen dem Wein- und dem Waldviertel. An dieser Brücke sind sogenannte 6D-Positionssensoren der Firma Sysco angebracht. Jeder Sensor zeichnet rund um die Uhr auf und sammelt dabei wichtige Daten. Das ist der erste Sensor weltweit, der 6 Dimensionen messen kann. Was ist das? Das sind Bewegungen in lineare Richtungen, x, y, z und Verkippungen dazu. Damit kann man auf Haaresbreite genau messen, wie sich Positionen verändern. Und das ist irrsinnig wichtig bei Maschinen, bei Brücken, bei Gebäuden. Bei den ÖBB sind die Sensoren aus Herzogenburg aktuell bei 2 Brücken in Niederösterreich im Einsatz. Bei der Hangbrücke Limberg-Maissau wurden 6 derartige Sensoren angebracht. Aktuell ist es so, dass wir die Lager regelmäßig inspizieren mit unseren Brückenmeister. Und somit haben wir aber auch tagesaktuelle Messwerte bei dem Bauwerk und können jederzeit Messwerte abnehmen von der Brücke. Und das ist unser Vorteil. Er spart uns natürlich auch Kosten und ist auch eine höhere Qualität. Generell ist es gar nicht so einfach, Risse an Bauwerken händisch zu überwachen. Wie man dabei vorgeht, ist hier beispielhaft am Riss in einer Wand zu sehen. Bei vielen Bauwerken in Österreich, etwa bei Brücken, findet heutzutage nach wie vor eine sogenannte Sichtkontrolle statt. Das heißt, da kommt ein Techniker, nimmt so einen Rissspind und montiert diesen Rissspind über dem Riss. Wenn man dann nach einigen Monaten nachkontrolliert, sieht man, ob sich dieser Riss verändert hat. Aber mit den Positionssensoren würde man sich diese Arbeit künftig sparen. Hier kann man sehen, dass wenn sich eben der Riss verbreitert, der Permanentmagnet, also der Referenzmagnet, sich mitbewegt und dadurch kann der Sensor erfassen, wie weit diese Bewegung, wie weit der Riss aufgeht. Wenn man sich das Ganze zum Beispiel bei einem Rolllager, bei einer Brücke ansieht, dann hat man hier den Unterschied, dass die thermische Bewegung bei solchen Brücken viel höher ist. Das heißt, ich muss natürlich einstellen können, in welchem Bereich ist eine Bewegung okay und ab welcher Bewegung über den Tag will ich zum Beispiel einen Alarm haben, weil ich darauf reagieren muss. In einem Computerprogramm werden alle Daten, die von den Sensoren gesammelt werden, auch übersichtlich dargestellt. Wir sehen eine große Nachfrage auch hier, wenn wir in Österreich gestartet haben. Bei den wesentlichen Kunden sind wir schon drinnen. Und nur im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Schweiz, Österreich, sind 44.000 Brücken sanierungsbedürftig und sind somit ein Riesenmarkt und weltweit ist das eine viel, viel größere Anzahl. Neben Positionssensoren für Brücken stellt das Unternehmen aus Herzogenburg unter anderem auch GPS-Sensoren her, mit denen beispielsweise Kirchtürme überwacht werden können. Ab Herbst sollen die Sensoren in Serie produziert werden. Immerhin will man ja auch zügig wachsen.